So, herzlich willkommen aufs Neue. Ich fange jetzt gerade hier an und zwar haben wir letztes Mal den Fill gemacht und wir können auch gerade noch kurz reinhören, wie es jetzt klingt vom Build-up aus. Und jetzt geht es darum, ich dachte zuerst, wir machen jetzt eine Sorbase und alles, aber ich würde es erstmal sagen, dass wir den Bass komplett fertig machen. Und zwar müssen wir ja hier, müssen wir nicht, aber wir können den Bass noch layern. Mache ich sehr gerne. Und ich habe den hier schon kopiert. Das ist noch die Einstellung, die ich vorhin ausprobiert habe. Daher machen wir das jetzt einfach nochmal. Und zwar haben wir hier den Main Bass. Und den dupliziere ich jetzt. Kommt gleich. Ja. Ich loop den mal, dass wir das anschauen können. Und zwar könnten wir jetzt einen anderen Ton reinmachen als diese Saw Wave. Also, so klingt es jetzt. Und hier haben wir bei Spectral haben wir viele gute. Ich habe jetzt ein paar ausprobiert und ich habe jetzt gesehen, dieser Trilobite 1 kommt ganz gut, aber hier oben eher. Und was wir jetzt hier noch machen, wir sollten ja nicht zweimal einen Sub haben, also nehmen wir den hier weg. Etwa so. Und jetzt habe ich hier ja diese Audiospur gemacht, dass wir das gerade aufnehmen können. Gerade hier so auf den Offbeat. Und hier schneiden. Wieder wie die Rolling Bass. 10 Dezibel leiser. Und mal schauen, wie es klingt. Nur etwas so leicht im Hintergrund. Jetzt hört man direkt den Unterschied, wenn ich ihn ausmache. Und jetzt wieder ein. So. Und jetzt hört man auch direkt, wenn man es dann mit dem Fill laufen lässt, dass es einiges mehr Druck schon hat. Kommt schon ganz gut, denke ich. Jetzt nehmen wir den ersten weg und machen hier eine Sawbase rein. Und zwar ist das jetzt eigentlich ganz einfach. Bass Layer, ich mache den noch mit einem anderen Namen, dass wir wissen, was ist. Und jetzt können wir eigentlich einfach den Main Bass nehmen. Das funktioniert in fast allen Fällen, dass man einfach den Main Bass nehmen kann mit den gleichen Einstellungen, dann harmoniert es auch direkt mit dem Bass besser. Den EQ hier, diese Automation müssen wir aber wegnehmen. Das war diese Automation hier, wo wir hier runtergehen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Genau, und jetzt nehmen wir den ganzen Key hier. Mal auf Solo laufen lassen. Und jetzt haben wir hier halt noch den Bass. Und das hier nehmen wir jetzt raus. Alles remove. Jetzt haben wir diese Sawbase hier. Machen wir vielleicht noch ein neues. Nicht unbedingt, je nachdem wie es passt. Direct out, dann geht es nicht durch diese. Ja, das brauchen wir jetzt eh nicht. Etwas so. Und dann natürlich nicht vergessen, den machen wir die ein bisschen kleiner hier. Den LFO Tool. Etwas so, bis hier, dann hier schön eine Kurve. Ich mache meistens nicht so einen Punkt, wo es dann nicht abflacht, sondern dass wir hier nachher immer schön Kurven drin haben. So, hier irgendwie so bis zum Offbeat, dass es nachher hier ganz oben passt. Jetzt hören wir uns mal an mit dem Kick. Genau, was wir jetzt haben, ist ein bisschen problematisch, und zwar sehen wir hier unten, seht ihr immer diese Latenz, und je nach Plugin kann es sein, dass das eine Verzögerung hat. Also hier dieser Invisible Limiter gibt mir jetzt 50 Millisekunden hier, wenn ich hier drauf gehe, und das ist halt diese Verzögerung, die halt dann ja ziemlich schlecht sein kann. Da gibt es jetzt aber auch einen Trick. Ich könnte jetzt hier, auf Latency Low
Und dann braucht er halt mehr Rechenleistung. Jetzt ist er nur noch auf 7,2. Wir können aber auch diese 50 plus, da hat es wahrscheinlich noch ein bisschen 1,5, 1,5. Ja, wahrscheinlich ungefähr 55. Und diese Millisekunden können wir jetzt auch hier einstellen. Und zwar hier unten hat es dieses D. Und hier habt ihr diese Millisekunden. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir nach vorne gehen müssen. Plus 55 oder minus. Wir hören es dann gleich. Ja, minus wäre so. Da hört man direkt, dass es falsch ist. Etwas so würde ich meinen. Da könnt ihr das wieder wegmachen. Und wir können das natürlich dann auch kontrollieren, ob es dann wirklich nicht mehr auf dem nächsten Kick ist. Das mache ich dann eigentlich immer, weil ich will schon, dass das sauber bleibt. Jetzt machen wir die Sawbase auf Solo und kontrollieren hier, ob wir hier wirklich gar nichts mehr haben, wo dann der Kick wieder hier anfängt. Und das sieht hier eigentlich ziemlich gut aus. Ja, das kann man so sein lassen. Und jetzt nehme ich den ersten und lasse das so laufen. Jetzt nenne ich das noch Sawbase, dann haben wir es ein bisschen einfacher. Hier runter. Diese zwei, die mache ich dann meistens halt ganz hoch, so dass wir sie nicht mehr brauchen, weil die sind ja eigentlich überflüssig jetzt, die brauchen wir ja nicht mehr. Es ist ja nur der, wo wir den Bass generieren, der jetzt hier unten ist. Und was wir jetzt natürlich machen können, wäre jetzt halt schon ein bisschen mehr Arrangement. Dann gehen wir hier zum Beispiel, nehmen wir den hier weg. Und dann könnten wir hier mit Pitch was machen. Entweder gehst du hier auf Mono Legato und hier vielleicht 150. Dann kannst du diese Effekte hier so reinmachen. Von oben runterkommt zum Beispiel. Das kann schon ganz gut kommen. Oder wir machen es dann halt mit der anderen Variante. Da machen wir das dann wieder weg. Ich mache den mal nach hinten und mache ihn weg. Und zwar kannst du hier diesen Chorus Pit, das ist halt die Tonhöhe, oder hier gehen wir auf 12, das wäre eine genaue Oktave, dann haben wir es hier auch ein bisschen einfacher und nehmen den linken Regler hier. Und das gibt einfach einen anderen Effekt, weil es so eine fortlaufende Kurve dann ist. Kommt jetzt fast besser, finde ich auch. Genau, das wäre schon eines. Und wir haben ja hier auch besprochen, dass wir den Offbeat, den haben wir hier auch schon aufgenommen, falls ihr euch erinnert. Hier haben wir mehr Decay Time. Jetzt machen wir hier aber diese Decay Time wieder weg. Und zwar lassen wir das jetzt auf 350, ja, 300 so. Jetzt machen wir aber was anderes, und zwar automatisieren wir diesen Cut-Off. Das mache ich gerne beim Offbeat, dass er nachher hier höher geht. Das machen wir gerade am Anfang beim Attacken-Punkt. Hier weiter ein Punkt, dass wir diese Automation nicht vorne verändern. Und dann gehen wir hier hoch. Und hier habe ich eine neue Audiospur hinzugefügt. Vorhin hat mein Ableton ein bisschen gehängt, und dann kann es sein, dass wenn ich jetzt aufnehme, dass nachher was Komisches rauskommt. Sollte jetzt aber nicht passieren, das können wir gleich nochmal testen. Ja, ist gut gekommen. Und den schneide ich dann wieder genau hier. Schön vor der Welle. So. Mach den hier mal rein. Das wäre noch der falsche Ort natürlich, aber jetzt haben wir mal hier den Bass. Ist jetzt hier zu leise. Hier haben wir ja plus 10 gemacht. Und den nehme ich jetzt zum Beispiel hier rein. Und hier den Layer, den habe ich jetzt vorhin schon gemacht, wo ich es kurz cutten musste, dass der nicht mehr Rolling ist, sondern natürlich dann schön über dem Offbeat Attack hier läuft. Und das klingt jetzt so. Und
ich finde den Effekt hier sehr wichtig, dass ich hier mit dem Cut-Off hochgehe, weil wenn ich jetzt das vergleiche mit einem normalen Bass, dann hört der hier so abrupt auf. Jetzt mache ich das wieder rückgängig, jetzt sieht man gerade den Unterschied. Es fließt so richtig schön in den anderen rüber und das ist auch schon eine eigene Bassline, die ich auch schon oft so benutzt habe, was halt auch so ziemlich nice klingt, wenn man das hier einfach so laufen lässt. Ja, das gefällt mir sehr, benutze ich sehr oft und da gibt es natürlich auch andere Varianten. Ähm, So, also ich werde jetzt schon mit diesem Tutorial aufhören und werde jetzt ein bisschen versuchen, ein paar, sage ich jetzt mal, Bassshots zu basteln, die ich euch dann beim nächsten Tutorial erklären kann und bei jedem einzelnen durchgehen kann, wie man das hier in diesem Arrangement benutzen könnten. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Tutorial. Peace!